Hallo Leute, seid ihr auch so ein Nice Guy, wie ich es mal war? Und habt ihr dann schließlich gemerkt, dass ihr so nicht weiterkommt im Leben? Und wenn man den netten Blödmann wegnimmt, was kommt dann zutage? Wer bist du? Weißt du das? Glaub mir, ich war auch schon da. Ich musste mich auch erst mal selbst kennenlernen. Und das war lange nach meiner Scheidung vor 20 Jahren und lange bevor ich nach Mallorca gekommen bin. Ja, das, was uns in der Mitte des Lebens passiert, dem geben die Leute, und meistens die, die sich nicht damit auseinandersetzen, das Label Midlife Crisis, als sei es etwas Schlechtes. Und man kommt sich als Mann falsch und psychisch krank vor. Ja, weil es klingt ja auch erstmal so super dramatisch, so wie Regierungskrise oder Weltwirtschaftskrise. Aber Krise bedeutet ja nichts anderes als Wendepunkt. Wir sprachen ja schon drüber. Ich sage euch aus Erfahrung, vor solchen Krisen oder sagen wir doch gleich lieber Wendepunkten stehen wir immer wieder, nicht nur einmal. Und es betrifft auch Männer und Frauen. Aber jeder denkt erstmal über sowas Dramatisches wie Trennung oder Scheidung nach bei dem Wort, wie es ja nun bei mir der Fall war. Oder an einen vielleicht nicht ganz freiwilligen Jobwechsel, so wie das mir zur selben Zeit passierte, damals, vor 20 Jahren. Ein anderer Wendepunkt ist aber auch die Entscheidung, sich selbstständig zu machen. Und ja, als ich meinen Job bei meiner geliebten Autofirma aufgeben musste, da dachte ich mir, ich habe gerade so viel Umbruch, das nutze ich und mache mich selbstständig. Und was natürlich auch eine Krise auslösen kann, ist eine schwerwiegende Erkrankung. Und ja, ihr könnt es euch schon denken, bei mir wurde zeitgleich zum Ende der Ehe, dem Verlust der Arbeit und dem Aufbruch in die Selbstständigkeit Krebs diagnostiziert. Kannst du dir nicht ausdenken. Das nennt sich Krise. Aber wie gesagt, es muss ja nicht so dramatisch sein. Eine Krise, ein Wendepunkt ist ja auch, wenn du dich entschließt, in eine neue Stadt zu ziehen oder auch ganz freiwillig einen neuen Job anzunehmen. Wir fügen einfach unserem Leben ein neues Kapitel hinzu und alles verändert sich. Und was ist bei dir gerade los? Warum hast du dieses Video angeklickt? Hast du vielleicht gerade erkannt, dass du eigentlich ein Künstler bist und jetzt sehen dich deine Kumpels komisch an, weil sie sich schlecht fühlen, weil sie merken, dass du deine Träume auslebst und sie nur das Grillen und Chillen als Krönung ihres Lebens haben. Du veränderst dich und das ist etwas Gutes. Aber nicht immer kommt deine Umgebung gut zurecht damit, weil eben nicht alle Menschen von Veränderungen inspiriert werden. Der größte Teil setzt wirklich auf Sicherheit und fühlt sich eben null angezogen vor diesem neuen, unbekannten Terrain. Deswegen veröffentliche ich hier mal wieder ein Video mit ein paar guten Tipps, damit dir ein Neustart leichter fällt. Es sind Gedanken, die ich über die Jahre gesammelt habe. Von Selfmade-Millionären, von spirituellen Führern, von Philosophen, Yogis, Gurus und aus empirischen Studien. Ich habe noch ein paar mehr davon und wenn dir das gefällt, gibt es später noch mal mehr. Hier aber erstmal die 5 guten Ratschläge von heute. Erstens, suche den Rat von Experten, nicht von Amateuren. Ignoriere Besserwisser und Möchtegern-Experten. Suche dir Mentoren, die dort sind, wo du hin möchtest. Von ihnen kannst du wertvolles Wissen erlangen. Dein To-Do: Wen kennst du, der in einem Bereich erfolgreich ist, in dem du dich verbessern möchtest? Wie könntest du mit ihm oder ihr Kontakt aufnehmen, um von dieser Person zu lernen? Zweitens, Nein ist eine vollständige Antwort. Du musst dich nicht rechtfertigen oder entschuldigen, wenn du ablehnst. Deine Zeit und Energie sind kostbar. Schütze sie. Dein To-Do: In welchen Bereichen sagst du zu oft Ja, obwohl du Nein meinst? Wo kannst du heute ein klares Nein setzen, um deine Grenzen zu schützen? Drittens, erstrahle, ohne dein Licht zu dimmen.
Sei stolz auf deine Erfolge und zeige sie selbstbewusst. Lass dich nicht von der Unsicherheit anderer zurückhalten. Dein Erfolg ist dein Verdienst. To-Do: Worauf bist du heute stolz, was du erreicht hast? Wie kannst du diesen Erfolg heute zeigen, ohne dich klein zu machen? 4. Verfolge ein übergeordnetes Lebensziel. Was ist dein innerer Nordstern? Welche eine Sache erfüllt dich mit Leidenschaft? Finde deine Bestimmung und lass sie dein Handeln leiten. Dein To-Do: Wenn alles möglich wäre, wie würde dein ideales Leben in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren aussehen? Was ist dieses eine Endziel, auf das du hinarbeiten möchtest? 5. Halte dich fern von Drama und Klatsch. Wirklich, erfolgreiche Menschen investieren ihre Zeit nicht in Negativität. Konzentriere dich auf Chancen und konstruktive Aktivitäten, nicht auf irgendwelche destruktiven Nebensächlichkeiten. Dein To-Do: Wo bist du in letzter Zeit in Drama oder Gossip verwickelt worden? Wie kannst du dich heute bewusst davon distanzieren und deine Energie auf Positives lenken? Also, was glaubst du? Helfen dir diese 5 Tipps für deinen Neuanfang? Welchen Schritt wirst du gleich als erstes anpacken, um in deinem Leben voranzukommen? Teile deine Gedanken, teile deine Inspirationen in den Kommentaren. So, und jetzt, Leute, Schluss für heute. Wenn du wirklich Gas geben willst, dann trag dich noch in meinen Newsletter ein. Dann bekommst du noch mehr Anregungen und Tools, um die beste Version von dir selbst zu werden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Denn ich begleite dich auf diesem Weg, wenn du willst. Dazu abonniere meinen Kanal, lass mir ein Like da und vielleicht ist dieses Video hier oben auch etwas für dich. Und denk daran, ich habe es geschafft. Ich bin so glücklich wie nie in meinem Leben. Und wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ich glaube an dich.